Die heutige Etappe wird uns in die Stadt der heiligen Teresa führen. Auf dieser Etappe werden wir den am höchsten gelegenen Punkt der Reise überqueren, den Pass El Boquerón auf 1315 Metern und eine Weide dahinter, die auf knapp 1400 Metern liegen soll. Aber wer weiß, ob diese Daten stimmen und Joaquins GPS-Gerät nicht wieder etwas anderes vermelden wird. Jedenfalls gilt es, erst einmal ein kräftiges Frühstück zu sich zu nehmen, bevor wir unsere Wanderung beginnen. Alfonso hält nicht viel von der Salbe und der Massage, mit der Joaquin seine strapazierte Sehne am Knöchel behandelt. Supermasaje valenciano. Es ist windig, aber noch bleibt es trocken. Je mehr Technik man benutzt, desto abhängiger wird man von ihr, so scheint es. Dabei würde ich den Weg auch so finden. Ich bin ihn ja bereits einmal gegangen. Coño, que está cero, joder, desde que lo puse en el hotel. No se ha puesto a caminar el tío. Yo ya no le daba ni a que editara ruta ni nada. Aber mich fragt ja keiner. No, estamos colocando para que tú colocaras donde quieres que nos pongamos. Aquí, así de alto o más bajo. Dann fängt es doch an zu regnen. Wir ziehen unsere Regenponchos über, sicherheitshalber. Aber kurz danach fängt es richtig an. ¿Para el medio te cabe el sitio? ¿Qué tal? ¿Para el hotel? El camino es para allá. Ah, es que ibas para el hotel y se acojonó el tío. Since I've got that deep river blues. Let it rain, let it pour, let it rain a whole lot more. Since I got the deep river blues. Let it rain, vibe right on, let the waves sweep along. Cause I've got that deep river blues. Oh, let it rain, drive right on, let the waves sweep along. Cause I've got them deep river blues. Ein Lied von Ferd Geisler, einem niederländischen Musiker, der in der letzten Zeit leider öffentlich nicht mehr so präsent ist wie noch vor wenigen Jahren, will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen. Prophetisch hat Ferd in diesem Stück für meine ersten Camino-Videotagebücher die heutige Situation exakt besungen. Hey amigo, ¿cómo este? Hasta luego, hasta luego. Buen camino. Yeah, we're walking down a lonely road, looking for a place to spend the night, cause we don't want to sleep. No, we don't want to sleep under the moonlight. Im Nebel verliere ich meine beiden Gefährten fast aus den Augen. Wieder einmal folgen die beiden ihrem GPS-Gerät,
während ich den gelben Pfeilen und meiner Erinnerung nachgehe. It rained so hard, everything got soaking wet. So we gotta move on. We just gotta move on. Walking in Spanish, a long way home. Walking in Spanish, it's a long way home. Hola, peregrino, buen camino, buen camino. Buen camino. Hey amigo, ¿cómo este? Está bueno, está bueno. Buen camino. Contreras. Ánimo. Ánimo. Irgendwann hört der Regen zum Glück immer auf und es ist auch nicht mehr weit bis Ávila. Endlich angekommen. Alfonso lädt uns zum Essen ein. In ein piekfeines Restaurant, wo ich mich in meinem verschwitzten T-Shirt nicht besonders wohlfühle. Aber das Essen schmeckt ganz ausgezeichnet. Danach gehen wir zur Pilgerherberge. Und ich werde endlich duschen können. 3 Jahre zuvor habe ich dort schon einmal übernachtet. Da war sie noch ganz neu. In jener Nacht konnte ich kaum schlafen. Wie wird es dieses Mal sein? Ich nehme mir vor, auf keinen Fall irgendein Internetcafé aufzusuchen, selbst wenn ich weiß, dass mich dort keine E-Mails erwarten werden. Manchmal verhalten sich Pilgerfreunde wie ein altes Ehepaar. Que sí. Pero es que no dije que no hace fotos, pero yo que no me voy a poner a posar ahora. Tenemos una puta tarde para pasar. No sé qué más, haces una foto, tírala.
Jedenfalls bleibt uns Zeit zum Wäschewaschen. Nur das Trocknen ist wegen des feuchten Wetters nicht ganz einfach. Außer uns sind noch 2 Basken anwesend, denen wir auch in San Bartolomé schon begegnet sind. Dass Ávila von den Letonen gegründet wurde, zeigt sich dem wachsamen Auge in der Nähe der Stadtmauer. Es gibt einen Stier, ähnlich dem von Guisando. Auch auf andere Zeiten der spanischen Geschichte gibt es noch unübersehbare Hinweise. Qué gran hombre. Cuánto ha perdido España. Pero es que ahora se llama de otra manera. Ahora se llama José Tomé. Und die mittelalterliche Stadtmauer ist es, die Ávila zu einem ganz besonderen Ort macht. Sie ist noch ganz erhalten und umfasst die gesamte Altstadt. Sieht man von der französischen Cité de Carcassonne ab, ist das in Westeuropa etwas Einmaliges. 2,5 Kilometer ist die Stadtmauer lang, teilweise ist sie auch begehbar. Aber wir sind zu spät. Wegen ihr ist Ávila Teil des Weltkulturerbes. Leider bleibt keine Zeit, sich die Wirkungsstätten der heiligen Teresa anzusehen, aber zumindest einen Blick wollen wir auf die Erlöserkathedrale werfen, die als erste gotische Kathedrale Spaniens gilt und deren Apsis als Festungsturm in die Stadtbefestigung integriert wurde. Außerdem will ich noch einmal zur prachtvollen romanischen Basilica de los Santos Hermanos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta, also der heiligen Märtyrergeschwister Vinzenz, Sabine und Cristeta, kurz bekannt als San Vicente gehen, deren Schönheit mich schon bei meinem ersten Aufenthalt in Ávila entzückt hat. Como veis, llevo mi poncho de lluvia otra vez y la etapa de Ávila a Gotarrendura ha empezado con mucha lluvia y además es la última etapa que comparto con Joaquín, que hoy tiene que regresar a casa. Aber Joaquin und Alfonso sind noch in einer Bar eingekehrt, um einen Kaffee zu trinken, bevor sie sich auf den Weg machen. Ich bin an diesem Morgen nicht besonders schnell und sie werden mich bestimmt bald einholen.
frage mich, ob Joaquins Schmerzen wegen seiner Sehnenentzündung unerträglich geworden sind und er doch entschieden hat, von Ávila aus nach Valencia zu fahren. Dann hätte Alfonso ihn sicherlich zum Bahnhof begleitet und deshalb haben sie mich noch nicht eingeholt. Knapp 24 Kilometer nach Gottarendura sind mir unendlich vorgekommen. Ich muss mich langsam daran gewöhnen, nicht mehr mit meinen Freunden unterwegs zu sein, denn auch Alfonso wird in 2 Etappen den Camino del Sureste nach Benavente folgen, während ich auf dem Levante nach Zamora wandern werde. Schließlich kommen Joaquín und Alfonso an, als ich mit einem anderen Pilger mein Mittagessen einnehme. Danach bringen Alfonso und ich Joaquín zum Bus. In der Herberge ist es richtig voll. Alle Pilger, auch die, die sonst ins Hotel gehen, schlafen hier, denn außer einer Bar, in der wir gegessen haben, gibt es hier nichts. Die beiden Deutschen sind hier, die 2 baskischen Pilger aus Bilbao, eine Französin, die ihren Camino heute in Ávila begonnen hat, und ein Galizier, der in Barcelona wohnt. In San Bartolomé waren wir ihm zum ersten Mal begegnet und Alfonso hatte sich direkt mit ihm in die Wolle gekriegt. Ja. Am Nachmittag besichtigen wir das ethnografische Museum López Perón. Es wird angenommen, dass die heilige Teresa im Jahr 1515 hier geboren wurde und es gibt noch einen Taubenschlag aus jener Zeit, der ihrer Familie zugeordnet wird. Am Abend besichtigen wir ihn.